So full of self-confidence, and everything you said made a lot of sense. I thought I was. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Micha freut sich, dabei zu sein, weil das bringt Spaß. Weil das bringt Spaß, genau, das bringt nämlich richtig Spaß. Und das müssen wir euch nochmal sagen, also wirklich vom Herzen, es bringt uns wirklich Spaß. Wir machen für euch und natürlich auch für uns hier die Videos und wir haben immer wieder Freude daran. Und das ist nämlich heute unser Thema. Eine Winterdeko, und jetzt wird es nämlich schon langsam so ein bisschen farbig und wieder mit den Frühblühern. So langsam geht es hier rund in der Küche, Esszimmerbereich, wird alles so ein bisschen neu umdekoriert, aber mit Sachen, die wir haben. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Winterthema funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch mit Spaß jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Und dann gucken wir hier unten mal eben. Und zwar sind das zwei Glasgefäße, die finde ich sehr, sehr schön. Einmal in etwas klein und ein bisschen größer. Sollte weggeschmissen werden, ist hier ein bisschen kaputt. Sieht man, glaube ich, hier, oder? Genau, ist ein bisschen kaputt. Aber wenn man da vorsichtig ist, kann natürlich nichts passieren. Und dann habe ich hier nochmal eben Trockensteckmoos nach oben geholt. Und eine Lichterkette habe ich noch gefunden, die hatten wir letztes Jahr auch mit eingearbeitet. Finde ich ganz schön, jetzt schon mal ja für die erste Winterdeko zum Frühling hin. Und hier habe ich einmal eine kleine Thuja, dann haben wir Primeln, wir haben Tulpen und Narzissen und Hyazinthen habe ich diesmal nicht dabei. Nee, also Tulpen und Narzissen. Genau, was haben wir noch? Ich habe noch mal das Polstermoos, beziehungsweise auch noch mal Plattenmoos ein bisschen. Und Birkenstöcke habe ich heute mit Sophie gesammelt. Und auch die werden mit eingearbeitet. Und ich würde sagen, es geht los. Ich hatte vergessen zu sagen, dass ich hier dieses Filzband auch noch gefunden habe. Das war sogar, glaube ich, vom letzten Jahr. Das habe ich ein bisschen gezogen, weil das ist wirklich nur der Rest und ich finde weiß eigentlich sehr, sehr schön diesmal für die Deko, weil ich wollte sehr gerne das hier außen einmal nämlich rumlegen. Und da das ja unten bei uns auf dem Esszimmertisch ist und auch hier Jute, auch passend zum Fenster, finde ich das sehr schön, möchte ich das gerne hier in diesem Gefäß haben. Und deswegen schneide ich mir jetzt so ein paar Stückchen. Ich gucke einfach mal von der Höhe und ich würde sagen so, ja, ich schneide mir das hier jetzt erstmal in der Mitte durch. Und ich denke, das reicht. Einmal in der Mitte durchgeschnitten, weil da finde ich das wirklich ganz gut, wenn man sich das nämlich doppelt legt. Und ich gucke nachher mal, wie das am besten aussieht. Ob ich das einfach so reinlege, das gucken wir gleich. Genau, das lege ich mir jetzt erstmal zur Seite. Einfach mal nicht so viel überlegen. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Trockensteckmoos, mache mir hier Heißkleber. Ihr könnt natürlich super mit Oasis Fix das hier auch fixieren. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. Ich klebe mir das jetzt hier einfach mal in dem Gefäß fest. Bekommt ihr super nachher ab. Einfach ein bisschen schön warmes Wasser nachher und dann löst sich das auch. Aber ich ziehe das auch so ab. Es ist noch nie was passiert und deswegen mache ich das jetzt so. Ich habe jetzt hier meine Birkenäste.
die ich mit Sophie gefunden habe. Und die möchte ich nämlich gerne hier mit einarbeiten. Und der ist mir jetzt so ein bisschen zu hoch. Ich breche mir einfach so ein Stück ab, wo ich denke, die Höhe ist ganz schön. Und stecke mir das jetzt hier in das Trockenmoos erstmal rein. Und auch hier breche ich mir jetzt ein Stück. Und das mache ich jetzt mit einigen Ästen. Genau. Und stecke mir die hier in das Moos hinein. Kann man den auch hier nochmal, ich finde das ganz gut, wenn man den nochmal so ein bisschen schief setzt. Wenn ihr wirklich Platz habt von der Deko her, finde ich das ganz schön. Jetzt habt ihr hier richtig tolle Höhe und wir haben jetzt hier unsere Basis. Ich wollte eigentlich die Thuja damit einpflanzen, das wird aber definitiv zu eng und das finde ich jetzt natürlich auch nicht so schön. Die muss ja auch ihren Platz haben und ich nehme jetzt hier erstmal den Jutestoff, den wir gerade geschnitten haben und lege mir den hier innen drin in die Glasschale erstmal rein. So, ich mache das jetzt aber vorher, dass ich hier die beiden Enden noch mal eben fixiere, kurz noch mal eben ranhalten. Und das andere Ende mache ich auch, weil ich habe den anderen Stoff genommen und dann flutscht das immer wieder raus und das ist einfach nicht gerade schön. Ich fixiere mir die jetzt hier noch mal eben. So, das hat wirklich mehr Stabilität und hält wirklich besser. Und genau, ich lege mir das eine Stück rein, fixiere mir jetzt auf der anderen Seite das andere Stück und mache das jetzt noch mal genauso. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Sehr gut aus. Jetzt haben wir schon mal ein Gerüst, genau, haben das außen rumgelegt und jetzt geht es nämlich weiter mit den Pflanzen und die hole ich mal eben. Die Primel nämlich und würde die hier gerne vorne reinsetzen, weil die bringt richtig schöne Farbe hier mit rein, frische und die lasse ich im Topf, also die mache ich jetzt hier so rein, dass ich mit dem Moos so arbeite, dass wir es immer wunderbar rausnehmen können, einfach ins Wasser stellen oder gießen, wie man es gerne möchte und ich nehme jetzt nämlich schon mal mein Moos und polster das hier rundherum aus. Too cold to ever love again, but every single word cut through the rain. We see the distance. Und so wie vorne mache ich das jetzt auch hier hinten, dass ich das Moos nehme und gucke, dass ich mit der grünen Seite so ein bisschen nach außen, das schimmert ja doch immer so ein bisschen durch, genau, nach außen lege und innen drin auch das mit Moos verkleide. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch super Zeitung nehmen oder alles andere an Füllmaterial. Und auch jetzt hier oben nehme ich das Moos und lege das hier über unser Steckmoos, über unser Trockenmoos. Und genau, das fülle ich jetzt auch noch mal eben damit aus. So, jetzt haben wir alles richtig schön ausgefüllt. Und jetzt nehme ich hier einmal die Tulpen sowie die Narzissen aus dem Topf heraus. Und genau, befreie mir die jetzt erstmal hier von dem, breche mir das so ein bisschen auf. Und jetzt könnt ihr mal gucken, wie ihr das schön findet. Ich finde das sehr schön, wenn das so ganz natürlich ist. Und ich lege mir die jetzt hier schon mal so in das Moos hinein. Man kann das auch super noch mal ein bisschen von innen mit Erde auffüllen, so wie man es gerne möchte. Ich nehme jetzt auch noch ein bisschen die Erde und genau, lege mir das hier unten noch ein bisschen rein. Es gibt dann auch noch mal Höhe. Und jetzt nehme ich hier die Zwiebel. Und jetzt könnt ihr auch noch mal Moos nehmen. Ich habe ja hier auch noch das Polstermoos und kann man das hier auch noch mal ein bisschen mit verstecken. Und das kann man jetzt machen, wie man gerne möchte. Wir möchten es richtig schön bunt. Es ist jetzt zentral bei uns auf dem Esszimmertisch. Das heißt, ich glaube, hier sind rote Tulpen, nämlich dann einmal die Narzissen. Und das möchte ich jetzt hier komplett einmal. Ich habe jetzt hier auch noch mal die andere Narzissenzwiebel noch mit reingesteckt. Und das mache ich jetzt hier komplett überall. Ihr könnt natürlich, ihr müsst nicht immer die Primel rausnehmen. Man kann die natürlich vorsichtig gießen. Da ist dann auch keine Staunässe. Und genauso wie hier einfach einen Schwupps Wasser rein und dann ist das wunderbar. So, und die Zwiebeln, so wie die Tulpen hier auch, kommen jetzt hier mit in die Deko rein. Also es ist wunderschön, oder Micha? Ich finde jetzt super schön. Ja, weil das dieses Natürliche, ne? Man sieht die Zwiebeln, das Bräunliche, jetzt hier auch das Polstermoos, was wirklich leicht angetrocknet ist, weil das ja sehr lange drinne war. Und das kann man hier einfach so miteinander noch ein bisschen eindekorieren. Und dann gibt es hier ein super Farbspiel, auch wenn man hier nochmal die Wurzeln ein bisschen rausblitzen sieht. Und ich glaube, jetzt nehme ich hier noch ein paar Narzissen. Und wenn die nachher hochkommen und mit den Ästen, ist das doch eine tolle, natürliche Sache. Nehme ich nochmal eine kleine Narzisse und lege mir die
hier einfach so ganz locker schräg rein. Finde ich auch sehr, sehr schön. Das heißt wieder diese Natürlichkeit. Muss ja nicht immer alles gerade sein. Und nehme jetzt hier auch noch mal ein bisschen anderes Moos und verstecke mir das hier unten, dass wirklich nur so ein bisschen Wurzel rausblitzt. Und da wir ja alles verwerten mit diesem Birkenast, guck mal, den kann man doch super jetzt hier noch mal dazwischen reinstecken. Und ich finde das wirklich schön. So ist es ja auch immer im Wald, ne? Wenn die dann runterfallen, die erste, dann liegen die irgendwo quer und krumm und schief. Und ich finde, der kann jetzt hier auch einmal rein. Und ich würde sagen, dieses Gefäß ist schon mal fertig. Hier haben wir das zweite Gefäß, das kommt ja mit auf unseren Tisch. Da nehme ich jetzt einfach mal so ein altes Stück Moos als Erhöhung, stelle mir meine Primel rauf. Auch die soll hier rein. Und genau, jetzt nehme ich nochmal das andere Moos und fülle mir das hier an der Seite nochmal aus. Und auch hier wird das richtig schön jetzt oben hin mit Moos nochmal verkleidet. Hier kommt jetzt gar nicht mehr viel. Hier nehme ich jetzt nochmal so eine kleine Narzisse. Genau, leg mir die hier rein. Und nehme hier nochmal das andere Moos. Unsere erste, natürliche Winterdeko, genau, grüßt langsam, so ganz langsam den Frühling, ist fertig. Und das auch wieder wirklich mit ein paar Blumen vom Spaziergang, die Birkenäste und ein paar Stoffreste. Das habe ich ja sowieso gehabt. Genau, und das wird jetzt erstmal unsere Tischdeko auf dem Esszimmertisch und passend nämlich auch eigentlich zu unserem Fenster. Und ich würde sagen, wir gehen eben runter und ja, stellen es mit euch hin. Jawohl. Und das war unser Winterthema hier, ihr Lieben. Und wir hoffen sehr, dass wir euch mit dieser Tischdeko inspirieren konnten. Uns hat es wirklich Freude gemacht an diesem dunklen Tag heute. Also im Moment ist es ja wirklich, dass die Tage sehr dunkel sind. Und dann hat man natürlich sehr viel Freude, auch wenn so ein bisschen Farbe noch dazu kommt. Und ja, ihr Lieben, wir wünschen euch auch ganz viel Farbe an diesem Tag. Und natürlich hoffen wir sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Ihr Lieben, folgt uns gerne auf Facebook, Instagram und hier unten ist auch nochmal der Link zu unserer Homepage. Und dort findet ihr auch nochmal die Verlinkung, wenn ihr irgendwelche Dekoartikel sucht. Und genau, ihr Lieben, also wir freuen uns, die Tage wieder mit und für euch zu dekorieren. Ich freue mich auf euch und ich sage bis bald, eure Conny und Euer Kameramann, euer Micha. ganz genau, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Since grow, I just need to know, do you even feel the same? I'm living in your messages.